Hallo, Hallo. schönen guten Tag. Wir sind zwei Piranhas und wir reden heute über ein sehr spannendes Thema. Richtig. Über Storydesign NPC. Was ist ein NPC? Das ist ein nicht spielbarer Charakter in einem Spiel. Ja. NPC, Non-Player Character. Mhm. Und ja, da kann man eine Menge zu sagen. Ne? Da werden wir wahrscheinlich auch mehrere Sendungen drüber machen können. Ne? Über Storydesign und über NPCs und so weiter. So. Aber wir versuchen mal heute zumindest mal knapp zu beleuchten, worum es da eigentlich geht und so weiter. Und da geht es halt um Charaktere im Spiel. Ja. So, die du nicht selber bist, sondern die dir begegnen. Und ja, da kann man viel machen. Und wir haben erstmal weniger als 100 Leute gefragt, welche Eigenschaften machen für dich eigentlich einen guten und interessanten Charakter in einem Game aus? Ne? Um einfach mal so zu fragen, was ist denn geil? Was würdest du denn gerne und so? Und die haben Folgendes gesagt. Ich mag zum Beispiel keine Saubermänner, wenn sie immer so, oh, werter Herr und sondern die müssen auch ein bisschen Dreck am Stecken haben, die müssen so ein bisschen Augenhöhe und die müssen auch mal auf die Kacke hauen und nicht immer so komplett auf die Sprache achten, sondern vielleicht auch mal ein paar Schimpfwörter raushauen. Das macht für mich einen ehrlichen Charakter. Einen guten Charakter allerdings macht aus, dass man auch so einen Werdegang hat, dass du am Anfang denkst, okay, der ist jetzt so und am Ende denkst du, oh, okay, der hat sich ja entwickelt. Emotionen, tatsächlich. Die Mimik, ganz, ganz groß bei solchen Spielen und bei Charakteren. Wenn ich merke, der Charakter ist mir zu hölzern und zu stumpf, sage ich mal. Ich sage jetzt mal so ein Charakter aus dem Quentin Tarantino-Film, der einfach so die ganze Zeit badass ist und ja, ich mache mir jetzt eine Zigarette an, ist mir eigentlich egal. Ja, ich kill jetzt den nebenbei, während ich mir die Zigarette anmache, ist mir egal. Dann gehe ich nochmal auf Toilette, ist mir egal. Ja, das mag ich nicht. Aber so Emotionen, Mimik und ein bisschen coole Sau muss dabei sein, ja. Tiefe. Also der muss auch eine Charakter-Progression haben. Also sagen wir mal, dass er anfängt als kleiner Junge, ja, wie bei Fable, und sich dann durch das, was er erlebt, weiter fordert und weiter ausbaut. Wenn der Charakter was zu verbergen hat, was man von Anfang an nicht gleich durchschaut. Dass er ein bisschen mystisch und geheim zum Anfang rüberkommt, dass man zum Anfang der Story sehr wenig über den Charakter weiß und im Laufe des Games das erst über die Geschichte und der Handlung, wie man das Game spielt, erst über den Charakter mehr erfährt. Er sollte nicht gleich, also wenn man dem begegnet, sollte er nicht gleich, also man sollte ihn nicht gleich durchschauen können. Also er sollte so ein gewisses geheimes Flair so mit sich führen, also so die Geheimnisse, so, die man vielleicht eventuell später im Spiel dann noch aufdeckt. Und er muss ein nettes Arschloch sein eigentlich. Das finde ich schön. Also im Endeffekt immer für einen guten Zweck, aber manchmal muss man dann auch mal ein bisschen ein Arsch sein. Und da es ein Spiel ist, darf ich halt auch mal ein Arsch sein. Das bin ich normalerweise eigentlich nicht. Dass er halt vielseitig ist und dass ich mich mit dem Charakter irgendwie identifizieren kann. Das ist ganz wichtig. Also wenn ich den Charakter irgendwie unsympathisch finde, dann habe ich auch nicht so viel Spaß daran, den zu spielen. Er sollte vielschichtig sein. Nicht einfach nur so Larifari. Ich sage immer nur das Gleiche und ich sage nur das Gleiche und ich sage immer nur das Gleiche. Dass er Grautöne hat, dass er halt nicht schwarz und weiß ist und auch vor allem sich innerhalb der Story dann verändert. Ich glaube, interessant ist es nur dann, wenn es nicht nur Klischee ist, wenn also sozusagen der Charakter sich genauso verhält und gibt, wie man es erwartet und wie man es schon immer gesehen hat, ist es nicht spannend. Ich glaube, wichtig ist, dass man sehr gut nachvollziehen kann, warum er was tut. Also, dass man seine Motivation versteht und dass man halt irgendwie sagt, ja, selbst wenn ich das vielleicht nicht so gemacht hätte, ich kann verstehen, warum er es so macht. Ich glaube, das sind ehrlich gesagt dieselben Kriterien, die auch für Film oder für ein Buch gelten. Man will halt einfach überrascht werden und gleichzeitig nachvollziehen können, warum er es gemacht hat. Ja, sehr vielschichtig. Sehr vielschichtig. Ja. So vielschichtig, dass wir es gar nicht in eine Sendung reinkriegen, sondern es mehrere machen müssen, oder? Aber wir fangen jetzt erstmal an. Mal gucken, wie weit wir kommen. Okay. Okay. Ich weiß, als ich damals angefangen habe, das zu lernen, wie man NPCs macht, fing ich an mit einem Negativbeispiel. Aha. Fand ich immer schön. Was ist die langweiligste Quest, die du eigentlich machen kannst? Und anhand dessen lernst du dann nach und nach, wie du es
gut macht. Was ist denn die langweiligste Quest? Naja, die langweiligste Quest ist eine Quest mit einem NPC, der eigentlich überhaupt nichts Interessantes für dich hat und deswegen auch nichts zu sagen hat, und eine Quest, die völlig vorhersehbar ist. Also Beispiel, du kommst irgendwo hin, der steht da rum und du klickst den an, also du musst ihn auch noch anklicken und er sagt da nichts. Das ist ein absolutes No-Go. Das macht man nicht. Ach so. Ja, Okay. Das heißt, er muss schon irgendwie selber mal sich vorstellen oder irgendwas. Oder in einer Situation jetzt sein. der mir auch noch an. Oder irgendwas. Ne? Ja. Irgendwas, was diesen Charakter interessant macht, direkt in dem ersten Moment, wo Ja. ich diese Figur zu Gesicht bekomme. Sonst ist das total lame. Das ist schlecht. Und dann zur Quest, ja. Ja, Ich das mein, machen wir auch. Also, Ja. wer bist du eigentlich? Aber nachdem er sich zumindest mal irgendwie geäußert hat. aber wir denken uns zu jeder Situation im Spiel aus, Ja. in welche Situation schmeißt du denn einen NPC, damit der Spieler in diese Situation kommen kann. Dass ich schon mal nachvollziehen kann, welche Art von Charakter der sein könnte. Ja, und da hast du auch sehr schnell ein Bild von. Ja. Ne? Oder in der Regel ist es so, dass unabhängig davon, ob der NPC vielleicht schon mal einen Kommentar gegeben hat, ne? Was weiß ich, du kommst in die Nähe und er flucht, könnte eine Situation sein, du willst wissen, warum. Dann hast du schon mal ein Motiv, ihn anzusprechen. Wenn er gar nichts hat, ne, dann hat vielleicht ein anderer dich hingeschickt. Oder er macht etwas, was interessant ist. Ich meine, der Klassiker. Du kommst zum Schmied. Dann erwartest du, oh cool, Waffen, Schmiede, da wird er mir schon irgendwas, vielleicht kann er mir was beibringen, vielleicht kann er mir was verkaufen. Dann hast du zumindest eine Grunderwartung, warum dieser NPC interessant für dich sein kann. Und wenn er das nicht hat, dann steckt er meistens in irgendeiner Situation, die auch interessant für den Spieler ist. Und wenn er gar nichts hat, ne, schlechteste Quest geht weiter, der NPC sagt, ich habe mein Schwert verloren, das liegt da unten im Fluss, bring mir das wieder. Das ist auch schlecht, weil, warum hat er sein Schwert verloren? Ist ja nicht so, als hätten wir nicht schon viele dieser Art von Quests gemacht. Es geht nicht um die Geschichte, es geht um die Art, wie sie präsentiert wird. Ah, okay. Aha, genau. Nämlich, Das musst du dabei sagen, So. sonst wird's ja... du musst es ja auch irgendwie interessant verpacken. Ja. Ja, und der muss dir erzählen, wieso kann er sein Schwert jetzt nicht selber holen? Ne? Das muss plausibel sein. Genau, wo ist die Hürde? Wo ist meine Herausforderung? Was habe ich davon, wenn ich ihm das Schwert hole? Warum kann diese Quest spannend sein? Warum ist dieser Dialog interessant? Wieso helfe ich eigentlich einer Arschgeige? Obwohl er vielleicht am Anfang pampig zu mir ist. Welche Motivation hat der Spieler? Und all Zu diese welcher Fragen, Gilde gehört er? Welche Motivation hat die Gilde in Bezug auf das, was mit ihm zu tun hat? Ist er vielleicht irgendwie in Ungnade gefallen? Ist er irgendwie der Boss von irgendwas? Oder ist irgendwie, keine Ahnung, gerade unterwegs und will irgendwie zum nächsten Elefantenrunde-Meeting der obersten 10.000? Oder ist der muss schon, ja, sehr viele Parameter erstmal beantworten, der Charakter, bevor ich ihn überhaupt einordnen kann. Genau. Einfach nur der Typ, der da in der Gegend rumsteht, aussieht wie ein Ritter, so, ich will all dein Gold. Kann ja auch funktionieren, ist ja auch interessant, ne? Ja, ist eine Ansage. Kann man sich nachrichten, ne? Also, das funktioniert schon. Also, gemeint ist jetzt nicht, weil du sagst immer, die langweiligste Quest. Ja, wenn man die Welt vollpackt mit dieser Art von Quests, dann wird die Welt schlecht. Das stimmt. Ja, und die Dialoge, die haben zumindest eine gewisse Qualität. Das heißt, ich gebe jedem Charakter eine Art Charakter. Ja, ist er der Paranoide? Ist er irgendwie der Stolze? Ist er irgendwie der Überhebliche? Ist er irgendwie der ist gerade in der Trotzphase und sagt zu allem, nee, finde ich aber anders, so der Rabe irgendwie dagegen, so als Schild um den Hals? Oder ist er irgendwie, also es gibt super viele Charaktere. Es gibt ungefähr 20 Typen, ne, die man sich so ausdenken kann. Archetypen von Charakteren oder so. Und manchmal gibt es auch eine Mischung aus diesen einzelnen Sachen. Nur es ist halt irgendwie schon wichtig, dass er eine gewisse Sache bedient. Dass er nicht gleich ist wie der Nachbar. Zum Beispiel. Möglichst. Ne? Natürlich kommt das auch schon vor. Das ist eine Arschgeige. Der will mich für ein Hutband umlegen. Da ist eine Arschgeige. Der will mir aufs Maul hauen. Das ist eine Arschgeige. Also das kann ja auch sein. Aber es muss schon immer irgendwie eine Art von Anstrich haben, wie du sagst. So, ne? Damit es interessant bleibt. So, wer ist denn jetzt hier wer? Und da war ein Typ, der hat mir irgendwas erzählt, der wollte nur mein Gold haben. Ja, die wollen alle Gold von dir. Ja, aber der wollte da irgendwas ganz Spezielles. Man soll sich den Typen merken können. Ja? Aber das war doch der Typ bei der Arena, der wollte irgendwie mich herausfordern. Ah, okay.
Das ist der Typ mit dem Klemmbrett, der die ganze Zeit irgendwie vor seinem Lagerhaus steht und irgendwie Nachschubprobleme hat. Ich soll ihm Kisten besorgen. Ach, der, ja, ne? Oder das ist der Typ, der auf dem Thron sitzt und sagt irgendwie, ja, komm mal her, ist mir egal. Also es muss schon irgendwas sein. Es kommt natürlich auch immer darauf an, je nachdem, Archetypen ist ein Stichwort, was du gesagt hast, wie viel Zeit habe ich mich mit diesem Charakter zu beschäftigen. Und je nachdem, wie viel Zeit ich in dem Spiel habe, umso ausgeprägter oder weniger ausgeprägt kann auch eine Charakterkurve sein, die ich so einem Spieler gebe. Der darf zum Beispiel am Anfang ängstlich sein und am Ende mutig, wenn ich genug Zeit habe, die Geschichte zu erzählen, wie der von hier nach hier gekommen ist. Das nennt sich dann Character Arc. Genau. Der Bogen, Charakter. Wenn ich aber nur eine kurze Szene im Spiel habe, wo ich einen Charakter sehe, dann hat er meistens einen sehr eindeutigen Archetypen, damit ich nicht in schizophrene Situationen oder Dialogen komme. Weil wenn er eines kurzen Dialogs mal ängstlich und mal mutig ist, dann empfinde ich das als Spieler als schizophren. Ja. Und dann fühlt sich das nicht gut an. Out of character, wie es heute heißt. Genau. Das heißt, ich muss schon gucken, wie lange beschäftige ich mich denn mit diesem Charakter? Wie oft kann ich mit ihm reden? Wie lang sind die Dialoge? Wie lang sind die Quests? Und habe ich die Zeit, einen Bogen zu spannen? Oder bleibe ich lieber bei einer bestimmten Attitüde, um diesen Charakter darzustellen und mich auch an ihn erinnern zu können und ihn als solches zu sehen, was er ist? Es gibt sehr viele Parameter, die da mit reinspielen. Ich hatte ein paar gesagt. Wo steht er überhaupt? Ne? Steht er irgendwo in der Pampa? Ist er unterwegs? Die Location. Steht er vorm Lagerhaus? Steht er irgendwie hinter seiner Ladentheke? Sitzt er auf dem Thron? Sitzt er am Lagerfeuer? Ist er irgendwie... Also das ist ganz wichtig. Das sollte schon eindeutig sein. Und unsere Charaktere haben ja auch noch Tagesabläufe. Das heißt, heute ist er hier, nachher ist er da, nachts geht er hier schlafen und so weiter. Das heißt also, die Dialoge, die müssen auch immer dazu passen, zu der Situation. Oder die müssen so allgemein formuliert sein, dass sie passen. Warum machst du mich wach? Das ist das Nächste. In welchem Zustand befindet er sich? Ja? Und dann erzählt er einfach irgendwie freie Glocke, ja, und dann bin ich dann dahin gegangen und dies und das kommt vielleicht blöd, wenn du ihn gerade wach gemacht hast. Eigentlich müsste, also, ne, das heißt, die Location ist unheimlich wichtig. Dann, das nächste ist, welche Intention hat er? Das heißt, was ist sein Wille? Er muss immer irgendetwas wollen. Das ist mit das Wichtigste. Er muss das wollen. Und warum will er etwas? Weil er ein Problem hat. Jeder Charakter muss ein Problem haben und muss was wollen. Das kann auch unterschiedlich sein. Es gibt auch einen Bandit, der will nur was, der will nämlich nur Gold und hat gar kein Problem. Gibt's auch. Ja? Aber eigentlich sollte da auch so ein Bandit ein Problem haben, damit er interessant wird. Und nicht nur einfach der Wegelagerer ist, der dich umbringt. Gibt's alles. Diese Charaktere, man muss auch nicht jeden Charakter überdesignen. Darf man wahrscheinlich auch gar nicht, weil dann überfordert man auch irgendwann den Spieler. Ja, jetzt muss ich mir den ganzen Dialog da... Also, ne, manchmal ist es gut, wenn es simpel gehalten wird. Aber es ist schon, man muss sich überlegen, soll er das kriegen, soll er das nicht? Welche Kleidung trägt er? Ich kann schon sehen, wie stark der Typ ist. Das heißt also, wenn er jetzt irgendwie die fettbepackte Rüstung hat und dann steht er vor mir und macht irgendwie, erzählt mir einen von wegen, kann ich dir die Wassereimer schleppen? Das wäre, ich habe einen Popolappen und einen rostigen Nagel. Und dann kommt irgendwie ein Typ in der schillernden Rüstung und erzählt mir so, ist auch völliger Quatsch. Das heißt, wie sieht er aus? Und zu welcher Gilde gehört er? Das heißt also, wenn ich jetzt beispielsweise in irgendeinem Lager bin, ja, altes Lager zum Beispiel, und dann so ein Sektenspinner sitzt da rum und dann weiß ich auch schon ganz genau, ach guck mal, der gehört hier gar nicht hin. Ja, das heißt also, er ist ein Fremder im fremden Land oder im fremden Lager. Das heißt, da muss auch schon sein Charakter irgendwie, das heißt, er muss schon irgendwie sich fremd fühlen, aber genug Selbstbewusstsein haben, da dann aufzutreten, dann da zu sitzen, ist es völlig normal. Wenn er ganz normal mit dir redet und genauso tut, als wäre ein Typ, als wäre ein Buddler, dann ist das auch falsch. Ja, das heißt, er muss schon irgendwie die Zugehörigkeit, das heißt, wo gehöre ich hin, welchen Rang bekleide ich da, was ist mein persönliches Problem, das ist ganz wichtig. Jetzt sind so die wichtigsten Sachen. Ja, also sind Arschgeigen interessanter als nette Leute, steht hier. Ja gut, es gibt nette Leute oder auch Leute, die dich für den Hutband umlegen wollen, sagte ich gerade so, ne? Das ist so, du brauchst auch eine Mischung. Weil wenn du durch eine Welt gehst und da sind nur nette Leute, ist das langweilig. Gehst du durch eine Welt, wo nur Arschlöcher sind, dann denkst du dir, warum mache ich den Scheiß eigentlich? Das heißt, es müssen immer Charaktere sein, die irgendwie beides sind. Oder zumindest nachvollziehbar. Immer nachvollziehbar. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt so einen Arsch hab und der hat ein Problem und der regt sich darüber auf, ich kann aber verstehen, warum, dann habe ich das Bedürfnis, den zu bekehren. Das kann sehr starkes Mittel sein, den Spieler zu motivieren. Das ist meiner Meinung nach sogar das Stärkste. Das ist das Stärkste. Einen Bösen bekehren zu können, ja,
Also diese typische Darth Vader-Situation. Ich möchte eigentlich nicht, dass Darth Vader ein Arsch ist. Ja, man möchte den auch nicht umbringen, man findet den cool. Und man möchte den eigentlich auf die gute Seite holen. Das ist eine sehr spannende Geschichte, ja. Und die kann man auch in allen möglichen Facetten immer wieder erzählen und die sind immer wieder spannend. Ja, das ist schon sehr, sehr, sehr stark. Vor allem, wenn es ein Crew-Party-Member ist, also ein Gefährte, ja, dass der einen folgt und so weiter, dass er irgendein Problem hat und mir ständig irgendwie mit irgendwas auf den Keks geht und so und ich versuche dem zu helfen. Warum mache ich das? Ja, was mein Homie ist. Ja, nee, aber warum? Ja, weil er mich ständig nervt mit irgendwas und ich möchte, dass der endlich versteht, dass ich also das heißt, andere überzeugen wollen von einer Sache. Ist ganz wichtig beim Storydesign. No? Ja. Also es hat immer mit den Charakteren zu tun, ja, also es gibt auch Geschichten, die irgendwie andere, aber die NPCs sind schon sehr, sehr wichtig in dem, was sie da wollen oder machen. Ne? Ein weiterer Vorteil von Arschgeigen ist die Möglichkeiten für Dialoge, wie du die schreiben kannst. Es kann nämlich sehr, sehr witzig sein auch, eine Arschgeige zu haben, die du im Dialog hast. Ja? Und solche Dialoge, die machen auch Spaß zu schreiben, weil du da viele Gags und Witze mit einbauen darfst. Ne? Und wenn einer einfach nur lieb ist, dann ist das meistens nicht so sexy. Da musst du dir schon ein paar andere Sachen einfallen lassen, die so ein Charakter dann hat, um diesen Charakter interessant zu gestalten. Weil es gibt ja auch welche, die folgen dir und die finden dich gut und das sind deine Homies und die sind cool. Aber meistens ist es immer am besten, wenn jeder irgendwie so eine Ecke hat, die ihn ausmacht, damit der Charakter für sich alleine steht und interessant ist. Das Wichtigste bei dieser ganzen Storytellerei und so weiter ist das Konfliktpotenzial. Du brauchst Konflikte in deiner Welt. Du brauchst Konflikte zwischen NPCs und zwischen NPC-Gruppen. Oder Gilden oder sowas. Das heißt, wir müssen uns überlegen beim Storydesign, also gerade bei den NPCs, was haben die für Probleme untereinander? Wieso finden jetzt die Alps, ja, die Berserker-Kacke? Was steckt dahinter? Und nicht nur einfach, wir mögen deren Nase nicht. Oder, ja, das sind sie irgendwie die naturverbundenen Typen, die dann mit der Magie finden wir blöd. Sondern, das muss schon irgendwie fundiert sein. Es muss einen Grund geben. Ja, die müssen Angst vor denen haben vielleicht sogar, ja, dass die übernehmen. Weil die beispielsweise jetzt bei Elex, ja, das blaue Elex in Mana umwandeln können. Das heißt, die klauen denen die Ressourcen. Ja, die haben eine ganz andere Glaubensrichtung, die glauben an Dinge, die haben viel mehr Emotionen als die Alps beispielsweise. Das heißt, die haben auch schon sehr viel mehr denen voraus, weil sie Emotionen haben. Ein Alp darf irgendwie sich selber nicht trauen. Auf eine gewisse Art und Weise, weil, ja, das merke ich nicht. Der hat eine andere Wahrnehmung. Das muss ihm bewusst sein, wenn er über Berserker redet, weil die sehr emotional sind. Weil die sehr darauf erpicht sind, irgendwie die Natur nach vorne zu bringen. Natur ist eigentlich der natürliche Feind, ja, der Alps, weil die wollen die nächste Evolutionsstufe erreichen. Ja, hat auch irgendwie mit Natur zu tun, aber die versuchen es geistig zu erreichen. Wenn die zu viel Elex fressen, dann werden sie zu Mutanten. Nur die geistig Starken können das verpacken und so weiter, ja. Und die Berserker brauchen das nicht. Die können ihre Emotionen frei ausleben, die können auch ruhig schwache Charaktere irgendwie mit Magie ausstaffieren und so weiter. Das heißt, da sind so viele Parameter, so viele unterschiedliche Themen, und darum sind die verfeindet miteinander. Ich könnte noch mehr Sachen aufzählen, was die unterscheidet, aber dieses Konfliktpotenzial, dass man einen Charakter hat und dass er irgendeines von diesen Facetten bewertet, wenn du ihn in die Welt stellst. Ja, diese Emotionstypen, ja, die mit ihrem Mana, ja, die mit ihrer Naturverbundenheit, ja, die sind da völlig anarchistisch, die haben keine vernünftige Struktur, bla 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 bla. Also es gibt 1000 Parameter, die man da irgendwie nehmen kann und man nimmt einige davon raus und versucht die dann aufzuarbeiten bei einem Charakter, Konfliktpotenziale aufzubauen in einer Welt. Das ist ganz wichtig. Was uns hilft, um diese Sachen nicht durcheinander zu bringen und so, ist, dass wir alle diese Geschichten, Probleme und Vorgeschichten aufschreiben. Und du fängst nicht an, den Dialog zu schreiben, ehe das nicht designt ist. In luftleeren Raum was reinzuschreiben ist eine ganz gefährliche und schwierige Sache. Deswegen du bleibst an sehr vielen Stellen hängen, ja, und stellst die Fragen, die du dann irgendwie beantwortest, schreibst das dann rein und dann legst du in einem Dialog irgendwelche Dinge fest für die komplette Welt auf einmal. Das merkst du dann. Und dann merkst du, okay, du musst dich mit den anderen Teammates hier unterhalten und musst irgendwie eine Basis finden, ne, wie die Dinge jetzt sind. In der Regel versuchen wir das aber schon im Vorhinein zu verhindern, indem wir sehr viele Sachen festlegen. Zum Beispiel die Geschichte, was ist vorher passiert, mit den verschiedenen Fraktionen, auch mit NPCs. Das heißt, ich habe einen NPC, wer war der?
bevor ich dem begegne? Wie ist er da hingekommen? Wie ist seine Vergangenheit und was sind seine Ziele für die Zukunft? Sowas schreiben wir alles auf. Auch dann, wenn es im Dialog nicht erwähnt wird. Denn je mehr du den Charakter vorher ausdesignt hast und ein Bild im Kopf hast, wer das ist, wo er herkommt, was er will, was seine Probleme sind, welche Gilde er hat, wie der Typ aussieht und im besten Fall noch, wie der spricht und was für eine Stimme der hat, dann schreibt sich der Dialog fast von allein. Mhm. Also lohnt sich diese Arbeit, vorher sich das alles aufzuschreiben und den auszudesignen, damit du genau weißt, mit wem du es zu tun hast. Und wenn du dann da hinkommst als Player, dann weißt du schon, wie der drauf ist. Du weißt es schon vorher. Ja. Du wüsstest, was der sagen würde. Ja. Und dann schreibst du es nieder. Was er sagen muss auch, weil er nämlich, wenn er sonst andere Dinge sagt und dann irgendwie so dann ist er out of character eigentlich. Und das, was der Spieler von dem erwartet, wird nicht erfüllt. Das kann auch mal spannend sein, aber ist die Ausnahme von der Regel. Genau. Ganz klar. Meistens ist, wenn dir für den Dialog jetzt nichts einfällt, ist ein Indiz dafür, dass du es nicht vernünftig ausdesignt hast. Genug Recherche gemacht, nicht genug Konfliktpotenzial erzeugt. Man muss dann grundsätzlich nochmal über alle Charaktere nochmal reden. Ne? Wie stehen die zueinander? Da fehlt dann da was. Ne? Genau. Ja, gut. Ja, hat super spannendes Thema. Kann man sich lange viele. Über dieses Thema werden wir garantiert noch mehr bringen in der Zukunft, aber dafür reicht die Zeit nicht. So, hast du eine Community-Frage? Habe ich. Die lautet folgendermaßen. Wie lange braucht eine Person in eurem 3D-Bereich ungefähr, um ein Model fertigzustellen, plus Texturierung? In Klammern, Charaktere, Waffen, Props und so weiter. Boah. Das ist sehr unterschiedlich. Ja. Nee, je nachdem, was du machst. Machst du eine Banane, dann dauert das nicht lange. Ja? Banane. Eine Banane. Die Banane, die dauert dann vielleicht 3 Stunden und dann hast du eine Banane. Aber wenn du einen Charakter machst, da hängt so viel dran. Ne? Vom Rig, von den Anis, von den Texturen, vom Kopf, von den Animations, von den Haaren, Bart, Augen, bla, Rüstung, bis der fertig ist, das dauert. Man muss auch dazu sagen, ein Gesicht ist ein Gesicht, ne? Also Kopf, ja? Wir müssen ja 500 Charaktere darstellen in der Welt oder 400, irgendwie sowas. Und die müssen auch alle individuell aussehen. Pro Kopf brauchst du dann schon mal ziemlich lange, ne? Ein paar Tage. Irgendwie, bis du alles mal gemacht hast. Die greifen ja auch ineinander, diese Prozesse. Man macht vielleicht erst die Proxy-Meshes alle fertig und dann macht man irgendwie die Texturen und so. Das ist schwer zu sagen. Ja. Auf jeden Fall nicht mal eben. Also in einem Tag ist so eine komplette Figur nicht fertig. Nein. Ja. Auf keinen Fall. Es gibt auch mehrere Dinge. Du musst am Anfang irgendwie die Designs festlegen, dann müssen die gezeichnet werden. Ne? Erstmal muss das Weltdesign gemacht werden, da sind wir im Storybereich gefragt. Wie sehen die denn überhaupt aus? Wer sind die überhaupt? Ja? Wie ungefähr sehen die aus? Ja? Manchmal eine Vorlage von einer realen Person, die wir dann so ungefähr stellen wir uns den vor. Ah, okay. Und dann machen die einen Vorschlag, wie der aussehen könnte, derjenige. Ne? Auch mit seiner Rüstung. Ne? Leicht, mittel, schwer. Rüstungsdesign und so weiter. Das spielt da alles mit rein. Vielleicht ist ein einfaches Beispiel noch das Monster, weil es ein bisschen eindeutiger ist als die NPCs, die ja sehr variabel sind. Bei einem Monster ist es so, auch wie du sagst, es wird ein Monster gewünscht. Wir brauchen hier eine Ratte. Ne? Und dann die Ratte, die soll ungefähr so und so aussehen, ne? Weil da gibt's ja auch sehr viel, was weiß ich. Pestratte. Eine Pestratte, ne? Die soll irgendwie eklig und so. Und dann gibt es jemanden, der das Monster vorzeichnet aus dem Artbereich, damit derjenige, der das später bauen soll, sich vorstellen kann, wie es am Ende aussehen soll. Und dann erst geht's in die Produktion, ja. Dann macht einer das Rig von dem Vieh, weil auch das muss animiert werden. Einer macht das Mesh, ne? Die Form, wie das Ding dann zu sein hat. Und später erst wird dann die Textur da drauf geknallt irgendwie, damit es dann auch irgendwann später aussieht. Das High-Poly-Mesh muss erstmal erzeugt werden. Genau. Aus dem Proxy-Mesh, was ungefähr die Proportionen festlegt. Und dann muss das High-Poly-Mesh, das heißt, es ist dann halt von den Pestbeulen ausmodeln und dann darf man nicht zu viel Polys verwenden, weil sonst wird es zu teuer und hin und her. Und dann kommt erst die Tapete drüber. Ne, und so weiter und so weiter. Und dann kommt noch irgendwann die AI, die soll ja unterschiedlich sein, ne, und so weiter. Also es ist schon ein sehr aufwendiger Prozess, ne, dass der über mehrere Wochen dann auch geht, pro Monster. Und dann kommt noch das andere Monster, kommt noch der Teilbereich und dies und das. Man kann das schon irgendwie runterbrechen. Also so ein Monster von Anfang bis Ende sitzt da wohl ein Mensch 1 Monat dran, wenn man alles zusammenrechnet. Ne? Mindestens. Wenn nicht mehr. Schwer zu sagen. Schon sehr aufwendig. Ja.
weil meistens die Prozesse halt... Ja. Also immer jemand anders, ne? Aber so einen Monat, so, und dann bemüht sich das auf und dann sammelt sich das an, die Arbeit und so. Manche Sachen lassen sich skalieren, andere nicht und so. Manche kann man irgendwie im Verbund machen, andere nicht. Schwierig zu sagen. Okay, hoffentlich antwortet das die Frage. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche. Ihr habt Piranha Bytes TV. Bis dann. Bis dann. Tschö. Ja, NPCs, ne? NPCs. Super spannend. Mag ich. Ja, da kann man auch stundenlang und bla, und da gibt's auch 1000 Meinungen und ja, das ist so eine Heidenarbeit.